virtuelle Meisterfeier der HSG Eiderhade. Szenen aus der Halle, Szenen aus dem fantastischen Musikvideo der Band Kompliment, über das wir heute auch noch sprechen werden. Hallo und herzlich willkommen zur großen Party hier live bei Sprungwurf TV. Die HSG Eiderhade feiert die Meisterschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erst einmal herzliches Hallo an alle Fans, an alle Freunde, an den gesamten Verein der HSG Eiderhade, an die Stammvereine und natürlich alle weiteren Handballfans, die mit uns heute an diesem Samstag den Abend verbringen wollen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ein pickepackevolles Programm. Gleich mal vorweg. Das, was ihr gerade gehört habt, ist das Lied der Band Kompliment. Hier regiert ein Dorfverein, der Song der HSG Eiderhade, und das kann ich euch nur ans Herz legen. Wir verlosen daher 10 CDs der Band heute im Laufe der Sendung. Ihr müsst nur in den Kommentaren schreiben, hier regiert ein Dorfverein. Am besten schön groß, dass wir es lesen können. Dann geht das los. Wir sind live bei Sprungwurf TV. Ich bin Finn-Ole Martins, kurz vorm. Ich darf heute durch die Sendung führen. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben viele Schalten geplant zur Mannschaft, zum Trainer, zu Spielern, zu Neuzugängen und natürlich auch zur Frauenmannschaft, die ja auch die Meisterschaft feiert. Also wirklich hier Meister der Meister, können wir sagen, bei Eiderhade. Und ich bin hier hätte ich nie gesagt, dass ich das mal live sage. Ich bin im Fräulein Mülls in Rendsburg. Da feiern wir, aber ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, oh, vielleicht schauen wir da mal vorbei. Bloß nicht. Dann gibt's richtig Ärger, denn dann seid ihr ja nicht zu Hause und feiert. Ich will, dass ihr heute auf euren Verein anstoßt, dass ihr alle bei euch zu Hause seid und feiert mit uns. Wir haben tolle Musik von den Freunden des Vereins, DJ Todde und DJ Katschi, die wiederum catchy Musik spielen. Wenn ihr Musikwünsche habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Und da ihr ja schon alle dabei seid, wisst ihr, der Eintritt zu dieser Party ist kostenlos. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr einen virtuellen Beitrag sozusagen leistet zugunsten der HSG Eiderhade. Es gibt eine IBAN, die wir euch einblenden, immer wieder hier im Laufe der Sendung. Dort könnt ihr Eintritt, gerne 5 Euro vielleicht, aber wenn ihr richtig Spendierhosen anhabt, auch mehr, an den Verein zahlen. Das Ganze geht an den Verein. So, und damit ihr auch wirklich beweisen könnt, wie ihr heute feiert, schickt uns doch eure Fotos. Da würde ich mich mega drüber freuen. Am besten auf Instagram irgendwie in die Story Eiderhade noch verlinken, Sprungwurf TV und Fantastisch. Und was schreiben wir rein in die Bilder? Wir schreiben rein Hohn und Pott. Hohn, das finde ich ist ein guter Hashtag doch, den ihr noch verwenden könntet. Hohn und Pott. So, genug geredet. Jetzt geht's los. Ich freue mich auf eure Fotos. Ich gebe ab an die Männer, die für uns heute Abend die Musik machen. Hier sind DJ Todde und DJ Katschi. Ja, moin. Wir sind noch in der Maske. Ja, nimm sie doch mal runter, Katschi. Das ist doch gut. Ja, live aus dem Fräulein. Normalerweise hätte das Fräulein jetzt getanzt. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber wir tanzen heute mit der HSG Eiderhade, erste Männer. Wir feiern den Aufstieg in die 3. Liga mit euch. Sensationell, mannschaftlich geschlossen, super stark. Großes Kompliment an die Mannschaft, an den Trainer, an den Gesamtverein und natürlich die super tollen Fans. Sensationell, was ihr da gemacht habt und geschafft habt. Und wir sind natürlich froh, dass wir heute ein Teil dieser ganzen Veranstaltung sind. Ja, wie gesagt, das Fräulein hätte getanzt und wir wollen das aber zum Anlass nehmen, dass wir mit euch gemeinsam noch einmal feiern, wenn wir denn wieder dürfen, wenn wir aufmachen dürfen. Und dann würden wir gerne auch einen ganz lieben Gruß von Tom, dem großen Meister. Wir würden euch die erste Mannschaft und die Betreuertrainer gerne einladen zu einem Essen. Und da ist natürlich auch das ein oder andere Kaltgetränk dabei. Wir haben hier hinten so ein bisschen nett dekoriert. Ihr könnt euch schon vorstellen, da ist natürlich dann auch ein Gedeck auf dem Tisch. Ihr seid dann auf jeden Fall noch einmal eingeladen. Und ich würde gerne einen Handballer dazu holen, dem ist das ja
nun leider nicht vergönnt gewesen, dabei zu sein. Lieber Quincy, Jörgi, du darfst natürlich, du bist mit eingeladen, du bist natürlich ein Partylöwe und den brauchen wir auch da, das ist völlig klar. Also du bist mit am Start. Ja, dann würde ich gerne ein großes Dankeschön einmal loswerden im Namen der Sportrakete für eure wirklich Jahre oder jahrzehntelange Vereinstreue, dass ihr ja mir stets den Rücken stärkt und die Sachen bei mir kauft. Da sage ich mal wirklich Dankeschön. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Danke. Ja, Katschi, ich würde sagen, wir legen einfach los. Feiert euch heute, gebt richtig Gas, ganz viel Spaß und Erfolg in der 3. Liga. Ihr werdet das Ding schon rocken, da sind wir uns ganz sicher. Und ich würde sagen, Mats ab, Dieter Thomas Heck. With a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Shaped the liquid wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. I won't let you go. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Kidd.
So, jetzt haben wir uns schon mal so ein bisschen eingegroovt, ein bisschen warm gemacht. Also eine lange, pickepackevolle Sendung. Immer wieder auch mit Grüßen von bekannten und prominenten Menschen, entweder hier aus der Umgebung oder global aus der ganzen weiten Welt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Den ersten habe ich hier jetzt gerade wirklich just in diesem Moment auf WhatsApp bekommen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch ja. Richtig. Ja, Prost. Wünsche ich auch, in dem Sinne. Oh, ich hoffe, es hat geschmeckt. Marco Sommer kennt natürlich auch der ein oder andere von euch, eigentlich jeder. Großartig, lieber Marco, vielen Dank für die Grüße. Und wie gesagt, wir haben noch einige andere. Das kam jetzt gerade per WhatsApp rein, aber wir haben einiges noch an Beiträgen für heute Abend. Jetzt schalten wir erst einmal live. Und zwar zu zwei Männern, die, glaube ich, mitten im Party-Marathon sind. Per Skype mit goldenen Hüten. Die sehe ich schon. Der eine ist der Vorsitzende Malte Plön und der andere ist der Männerwart. Wie wir heute drauf sind, Andreas Fröhlich. Also in diesem Sinne, könnt ihr mich hören? Hallo, hallo, moin, moin. Moin, moin. Hallo, hallo, moin, moin. Wir nehmen die Schutzmasken mal runter. Ich wollte gerade sagen, seid ihr in einer Geiselnahme? Wir sitzen live in der Hohner Halle, in der Werner-Kurt-Halle und freuen uns natürlich dabei zu sein. Heißen an der Stelle alle, die da an den Bildschirmen kleben und dabei sind, herzlich willkommen nochmal hier als Gastgeber, als offizieller Gastgeber dieser virtuellen Party. Wirklich sensationell. Wir sind beide auch total gespannt, wie das Ganze hier so abläuft und funktioniert. Die Leitung steht ja, das ist ja schon mal die Hauptsache und das Wichtigste. Ja? An der Stelle zunächst einmal, bevor ich es vergesse, ein Glückwunsch nochmal, weil wir haben Sie natürlich auch persönlich nicht alle treffen können. Ein Riesenglückwunsch an unsere beiden Meistermannschaften, sowohl die Frauen, die mit einem deutlichen Vorsprung als Landesmeister oder als Landesligameister hervorgegangen sind. Wirklich eine ganz, ganz tolle Saison gespielt, das Team von Thies. Riesenglückwunsch. Und natürlich auch unsere ersten Männer, die eine grandiose Saison gespielt haben und sensationell Meister geworden sind. Das ist eine Riesensache. Wir sind unheimlich stolz auf euch alle. Und ich denke, da spreche ich im gesamten oder für den gesamten Verein und für alle die da alle Spiele auch letztendlich begleitet haben. Ob nun zu Hause in der Hölle der Werner-Kurt-Halle oder eben auswärts. Wir haben ja sensationelle, tolle Auswärtsspiele erleben dürfen. Das war wirklich absolute Klasse. Ja. Ich hoffe, die Stimmung bei euch in Voller-Mülz ist gut. Das hat sich ja soweit bisher schon ganz gut angehört. Ich bin guter Dinge, dass das da auch weiterhin so fröhlich weitergeht. Und möchte an der Stelle kurz noch ein Dankeschön loswerden, und zwar an das Team, das hauptverantwortlich für diese ganze Geschichte heute in die Bütt gegangen ist. Und das ist zum einen natürlich der Michel vom Team Sprungwurf TV. Herzlichen Dank. Vom dir natürlich ebenso herzlichen Dank. Immer wieder klasse, wie du das machst. Ganz, ganz tolle Sache. Heute. Noch müssen wir erstmal loslegen. Ja, aber dennoch. Ja. Dann den Andi neben mir, der das hier für uns hauptverantwortlich auf den Weg gebracht hat. Ganz, ganz große Klasse. Und natürlich Todde und Katschi, die hinten im anderen Saal nebenan da bei euch für mächtig Stimmung sorgen werden. Und zu guter Letzt möchte ich nicht vergessen, sowohl Berne, Hamburger Ländle, die uns tatkräftig unterstützt haben bei der ganzen Geschichte. Großartig. Tom, du hast gefragt, ob wir kriminell unterwegs sind, aufgrund der Masken oder Tücher. Das sind natürlich unsere pinken Partytücher.
Kriminell gut aussehen, meinte ich. Kriminell gut, ja. Hat Heidi schon angerufen? Ja, also wir werden natürlich oft darauf angesprochen, weil wir damit natürlich auch einkaufen oder Blumen kaufen gehen für die Frauen und müssen aufpassen, dass sie uns nicht vom Hals gerissen werden. Also sie sind sehr begehrt. Zu Recht. Wo gibt es die zu kaufen? Die gibt es eigentlich sind sie ausverkauft, können vielleicht noch nachbestellt werden, aber im Moment ist natürlich schwer ranzukommen. Ja, das glaube ich. Schade, sie stehen euch auf jeden Fall sehr, sehr fantastisch. Würdest du gerne noch eins haben? Wie bitte? Würdest du gerne noch eins haben? Aber hallo, wenn ihr noch eins habt. Dann greif doch mal bitte an die Heizungsablage neben dir rechts. Vielleicht liegt da ja noch eins. Heizung? Ach, hier ist noch. Fantastisch. Danke, das ist ja überragend. Warte mal. Hoffentlich klappt das mit dem Mikrofon. Sonst gibt es Ärger da vom Regisseur. Aber es klappt noch. Ja. Und jetzt? Gut, steht er. So. Könnte nicht besser sein. Ja, so. Fantastisch. Ich danke euch. So, dann aber lasst uns ganz kurz mal sportlich werden. Wie habt ihr die letzten Wochen erlebt? Abseits der kompletten Situation, in der wir uns befinden, sondern in Richtung Meisterschaft. Ja, ziemlich aufregend. Also man wusste am Anfang ja nicht, was kommt, wie die Saison weitergeht, wie sie im Prinzip beendet wird. Und es waren viele Spekulationen, aber man muss ja auch sagen, bis auf die eigentliche, zumindest mal anfänglich im Raum stand, wären bei allen möglichen Varianten eigentlich immer wie an der Spitze gewesen. Insofern sind wir mit dem Thema eigentlich auch noch recht entspannt umgegangen. Und ja, letztendlich für uns, klar, hätten wir es uns gerne anders gewünscht, aber zumindest vom Ergebnis her sensationell. Was bedeutet die Meisterschaft für die HSG? Was bedeutet die Meisterschaft? Für uns ist es natürlich eine riesen Auszeichnung als Verein, dass wir solche tollen Spieler mit einem absolut guten Trainerteam und einer sensationellen Stimmung auf den Rängen auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und dann bedeutet das natürlich ebenso, dass wir vor riesen Aufgaben stehen. Ich habe ja den Totte gerade eben verfolgt. Vielen, vielen Dank für die Ansprache und für den Aufstieg und dergleichen. Ich möchte dennoch noch die Stimmung hier nicht trüben, aber wir sind noch nicht durchs Ziel gelaufen, was die Bewerkstelligung der 3. Liga angeht. Aber ich bin sehr positiv optimistisch, dass wir das am Ende des Tages hinbekommen. Das ist natürlich für die nächsten Tage eine der Hauptaufgaben, die wir da angehen müssen. Klar. Heute wird aber erstmal gefeiert. Letzte Frage, was war für euch der schönste Moment der Saison? Für mich waren das 3 schöne Momente. Und zwar waren das in Flensburg, in Kiel und auf St. Pauli. Der weiß, wovon ich spreche. Das war absolute Spitze. Also wirklich. Also da fällt mir gar nicht mehr viel dazu ein, was noch kommt. Allerdings neben dem Platz würde ich sagen, die Busfahrt von St. Pauli nach Hause. Ich glaube, gibt es da überhaupt noch Erinnerungen? Wenn ja, habt ihr was falsch gemacht? Nein. Richtige Antwort. Mit welchem Getränk habt ihr angestoßen auf die Meisterschaft? Habt ihr überhaupt schon? Ja, wir dürfen ja nicht so dicht aneinander sitzen. Also die Technik macht es ja möglich, dass wir hier in Abstand von 2 Metern dennoch so rüberkommen, als säßen wir beieinander. Aber wir stoßen auf alle da draußen an. Bier und Jägermeister, wie gehabt. Prost, lasst es euch schmecken. Ja, es sieht eher so aus, als ob ihr den Tarnumhang tragen würdet von Harry Potter. Aber es steht euch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Macht's gut, vielen Dank für die kleine Schalte. Feiert schön und jetzt liefern wir euch die passende Musik. Hier sind DJ Todde und Katschi.
große Männer, das ist der Trend der Zeit. Handball ist der Sport für Kenner, jederzeit zum Wurf bereit. Irgendwann fängt es an und auf einmal läuft das Spiel. Freier Fall und der Ball landet unhaltbar im Ziel. Dann wird es allen klar, so wird wunderbar. Komm, wir holen uns den Weltpokal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück in die Hand. 7 Spieler, 7 Meter, Trainer, gib uns Kraft. Das kann keiner so wie Heiner, wir haben's doch schon mal geschafft. Wir wollen viel, haben ein Ziel und der Weg dahin ist schwer. Vizemeister waren wir schon, doch diesmal wollen wir mehr. Dann wird es allen klar, so wäre wunderbar. Komm, wir holen uns den Weltpokal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Dann wird es allen klar, so wäre wunderbar. Komm, wir holen uns den Weltpokal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Wenn nicht wir, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir nehmen das Glück in die Hand. Moin Moin, liebe Handballfreunde. Ich habe das Vergnügen, zu jedem Teil der Mannschaft mal 1, 2 Sätze abzulassen. Ich werde das mit ein bisschen Ironie und ein bisschen Statistik begleiten. Und dementsprechend seid nicht böse, Jungs, ja? Also, Du bist der Geilste. der eine stets mit guter Laune dabei, der andere überzeugt durch Spritzigkeit und Schnelligkeit. Auf Rechtsaußen, wenn ich an Hans denke, muss ich immer daran denken, wie er zusammengezuckt ist, wie ich mal euphorisch ein Lob abgelassen habe und er dachte leider wieder, er bekommt einen Anschiss. Bei Juli, ja Juli, einmal hast du das gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe in der Abwehr und du brichst dir gleich das Jochbein. Aber insgesamt, Jungs, ihr macht 42% aller Tore der gesamten Mannschaft und ihr habt wirklich ein super Jahr gespielt. Kommen wir zu unserem Rückraum, um bei der Ironie zu bleiben. Sicherlich physisch stark, groß, wurfgewaltig, alles Mögliche, was man so sagen kann dazu. Natürlich Spaß beiseite, quirlig, technisch stark. Ihr habt es geschafft, für unsere Mannschaft 50 Torabschlüsse pro Spiel zu kreieren. Das spricht, glaube ich, für eure spielerische Klasse. Und von diesen 50 Torabschlüssen haben 50% die Außen und die Kreisläufe abgeschlossen. Dementsprechend nochmal zurück zu den Außen. Haltet endlich mal euren Mund und beschwert euch nicht, dass ihr zu wenig Würfe kriegt. Jungs, lasst uns diesen Weg weitergehen. A, es bleibt uns eh nichts anderes übrig und B, bringt es so deutlich mehr Spaß, Handball zu spielen. Also das erstmal erster Part von mir, wir hören gleich nochmal voneinander. Wie lange war das jetzt? Hey. Come on, let's go. Yeah! Let's go! Alright, okay. Alright, okay. Return to the Mac. Get up what it is, what it does.
what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go off, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Die große Sondersendung, die Party zur Meisterfeier der HSG Eiderhade. Gleich geht es natürlich weiter mit der Meistermannschaft und Matze erzählt uns, wer sozusagen in dem Team welche Akzente setzt. Jetzt setzen die Spieler gleich erst einmal selbst Akzente. Ich skype jetzt mal den Account von Eike an, Eike Möller, und ich glaube, der hat auch noch jemanden an seiner Seite und erzählen uns mal ein paar Spielszenen aus der aktuellen Saison kommentieren. Ich skype die mal an. Hallo, könnt ihr mich sehen? Hallo, hallo? Hallo, ich grüße euch. Schöne Begleitung. Und ihr seht fantastisch gut aus mit dem Tuch. Prost.
Und Glückwunsch zu einer fantastischen Saison. Was war, ich habe ja gerade mit Andreas und Malte darüber gesprochen, für euch der schönste Moment der Spielzeit? Oh, da gibt es ja einige gute Momente, muss ich sagen. Also, wenn man da an unsere Auswärtstour auf dem Kiez denkt oder halt auch Kiel, aber auch die Heimspiele, da waren so einige Leckerbissen dabei, auf jeden Fall. Ja, ich finde, es hat sich irgendwie von Spiel zu Spiel so ein bisschen gesteigert. Ne? Es wurde irgendwie, gerade auch in der Hinrunde, als es so anfing, dass wir unseren Lauf entwickelt haben, wurde die Vorfreude irgendwie immer größer auf das nächste Spiel. Wir wissen ja alle, wie es zu Ende gegangen ist. Wir wissen aber auch noch, wie es begonnen hat. Also ich erinnere noch, sehr, sehr schmaler Kader und so weiter. Und ihr habt am Anfang der Saison mal gewarnt und gesagt, bloß nicht zu doll nach den Sternen greifen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns sicher halten, irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Wann habt ihr gemerkt im Laufe oder im Verlaufe der Saison, dass ihr nicht nur einen Lauf habt, sondern dass da auch was in Richtung oben gehen könnte? Ja gut, okay, man muss ja sagen, wir haben ja dann einen Start gehabt, ohne jetzt, also alle Mannschaften in der Oberliga sind definitiv verdient da, aber die richtigen Hammerspiele hatten wir ja erst zum Ende der Hinserie zum Beispiel. Rückserie konnten wir leider ja nicht alles mitnehmen. Und nachdem wir dann halt ja, den Punkt geholt haben in Flensburg oder halt auch das Heimspiel gegen Kronshagen gewonnen haben, da haben wir dann schon so gemerkt, okay, hier geht was. Dann das i-Tüpfelchen war einfach der Sieg in Kiel, der knappe Sieg vor, ich glaube, 200 eigenen Fans. Also es war eher ein Heimspiel. Und da hat man dann schon so gemerkt, ja, hier geht was. Und das haben wir dann mitgenommen. Natürlich in der Rückrunde dann der Dämpfer so ein bisschen durch die verlorenen Punkte in Europe. Aber das haben wir dann ja kompensiert und haben unsere Serie fortgesetzt. Und das war schon geil. Ihr habt ein paar Szenen für uns vorbereitet. Und so einen kleinen Saisonrückblick. Bevor ihr uns den präsentiert, habe ich noch Grüße. Die lese ich jetzt einfach mal so vor, wie sie hier gerade reingekommen sind. Und zwar von Tim Altenhöfel aus Aumühle sendet der Grüße. Gratuliert euch ganz herzlich zur Meisterschaft und schreibt Glückwünsche nach Hohn, speziell an Matze und auch an meinen Malle-Bruder Eike. Das freut mich. Tim, habe ich ausgerichtet, alles Gute. Entschuldigung, ich hoffe, du guckst zu. Und jetzt feuerfrei. Ja, erste Szene. Wir gucken uns das Ganze mal an. Natürlich ein super Camper auf Jano. Julian, der das Ding wirklich reinmacht in der wichtigen Szene. Man sieht die Fans, die da mit waren. Ja, Heimspiel gegen DRK war, glaube ich, eins der geilsten Heimspiele, das wir hatten. In dem Spiel hat einfach alles gepasst. Also insgesamt haben wir, glaube ich, teilweise ja mit 10 Toren geführt und war einfach ein überragendes Spiel. Sef, der wirklich stark gehalten hat, der uns echt oft den Arsch gerettet hat, muss man dazu sagen. Ja, in der Szene sieht man halt auch, wie aggressiv unsere Abwehr während des ganzen Spiels gewesen ist. Und Jano, der wirklich ordentlich reingehauen hat, der von links außen, glaube ich, ja, zweite Liga spielen könnte, wenn er Bock hat auf Training. Das ist eine Ansage. Ja, klassische Szene, die wir hier so vom Kreis sehen. Ne? Wir haben ja viel mit irgendwelchen Trickspielzügen gearbeitet, mit Finden und so weiter. Da gehören natürlich die No-Look-Pässe auch zu. Übt ihr die eigentlich extra oder habt ihr die einfach so in petto? No, die üben wir schon. Also das gehört dazu. So ein bisschen Abstimmung muss sein. Also die Camper, die wir spielen, wir haben so einige Varianten, die sind ja schon einstudiert, sage ich mal, aber ist natürlich immer wie ein Highlight auf jeden Fall, auch die zu spielen. Genau, der Camper, den wir gerade auch gesehen haben, von Jano auf Eike, das haben wir natürlich auch oft beim Training geübt und davon profitieren wir natürlich dann in den Spielen auch, dass es jeder auch weiß, was er zu tun hat und dass es dann auch funktioniert.
ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwer für den Gegner, so einen Camper dann auch zu verdauen. Also es tut schon weh, so ein Gegentor zu bekommen. Was uns einfach ausgezeichnet hat, war einfach das Tempospiel und dass wir wirklich die Dinger reingemacht haben, ja, gnadenlos und auch einfach nicht aufgegeben haben. Das ist wirklich, das sieht man in so vielen Szenen, das war uns wirklich scheißegal. Auch wenn wir zurücklagen, ja, auch Hamburg Nord das Spiel, lange zurückgelegen, aber trotzdem am Ende den Sieg noch geholt und das waren einfach geile Spiele, die uns dieses Jahr, ja, glaube ich, nachher am Ende der Saison, auch wenn es jetzt abruptes Ende war, verdient zum Meister gemacht haben. Ja, die Szene war auch im Spiel gegen Hamburg Nord. Ja. Ja, sind ungefähr noch 20 Sekunden zu spielen, Timeout von uns, klare Ansage, kein Wurf aufs Tor und wenn dann erst 3 Sekunden vor Schluss. Wir werden gleich sehen, wir werden deutlich früher abschließen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass alle bitte auf die Bank achten, wenn Juli den Pass zu Eike spielt. Und zwar jetzt, auf die Bank gucken. Wie Matze und Jerry mit hochspringen, weil der Pass zu hoch war. Eike hat ihn jetzt verworfen. Wir versuchen irgendwie das Stoppfoul zu machen. Und jetzt bitte auf Eike am Mittelpunkt achten. Ja. Ja. Ei, Eike. Ja. Ei, Eike. Den wir, glaube ich, beim Training hunderte Mal geübt haben. Matze, vielen Dank nochmal für die Szene. Ich glaube, der hat in der Saison, ich habe 3-mal geklappt. Ja, ich glaube, das müssten alle Szenen gewesen sein. Okay. Ja, aber wo du gerade noch mal auf Matze angesprochen hast, Matze kommentiert uns ja heute den ganzen Abend so ein bisschen euren Kader und wer welche Akzente setzt. Jetzt könnt ihr ja mal ganz kurz den Kelch zurückgeben. Beschreibt doch mal die Art und Weise, wie Matze taktiert. Ja gut, wir haben Matze jetzt, glaube ich weiß gar nicht, eine 4. oder 5. Das ist seine 4. Saison. In der 4. Saison, muss man ja sagen, in Hohen. Fast ein Wunder. 2016. Bitte? Seit 2016 müsste er da sein. Oder? Ja, genau. Ja, also die 4. Saison und er kam natürlich echt noch als ein Trainer, der, ja, ich würde fast sagen, mehr Spieler als Trainer war und auch wirklich richtig Bock hatte. Er hat mit seinem Handballverständnis einfach, was nicht jeder hat und ist auch wirklich dazu auch bereit, Experimente einzugehen. Ich glaube, das sieht man in unserem Spielverhalten. Er ist halt manchmal ein Chaos-Typ. Trotzdem ist er ein super Trainer, der auf jeden Fall den Handball verstanden hat und das sieht man in unserem Spiel. Ich danke euch für die kleinen Einblicke. Wie feiert ihr jetzt noch weiter? Ja, wir machen uns hier einen netten Abend zu zweit und dann schauen wir mal. Ja, wir haben noch ein bisschen Bier. Und dann sage ich euch vielen, vielen Dank. Alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Sehr gerne, viel Spaß weiterhin. Danke dir, ne? Erstmal. Grüße aus dem Fräulein zu euch und wir liefern euch jetzt natürlich den passenden Soundtrack wieder von den DJs der Nation. Auf geht's. Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben und alles, was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben und alles, was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Mallorca, da bin ich daheim. Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben
beginnt hier die Party, am Tag sind wir am Meer. Wir feiern ohne Ende, als ob's das Ende wär. Wir denken nicht zurück, wir denken nicht nach vorn. 1, 2 Bier, 3, 4 Korn. Geboren, um zu leben, um zu feiern und zu sein, wie wir sind, niemals nüchtern und wir feiern nie allein. Wir sind super sexy und wir sind super geil, denn wir lieben dieses Leben im Mallorca-Style. Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben und alles, was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Wir drehen die Zeit auf Anfang, dann fangen wir es an. Auf die Stühle, auf die Tische, alles läuft, weil wir es können. Wir sind nicht aufzuhalten, ganz nach oben super geil, denn wir lieben dieses Leben im Mallorca-Style. Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben und alles, was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Du bist der geilste Ort der Welt, bist unser Leben und alles, was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Mallorca, da bin ich daheim. Ja, moin, da bin ich wieder. Kommen wir zu unseren Kreisläufern. Also ich muss sagen, ihr habt in den letzten Jahren wirklich eine super Entwicklung genommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, Kede, aber mittlerweile schätze ich dich in der Defensive ein. Du könntest mindestens 2. Liga spielen. Unser Glück, das Glück des ganzen Vereins, der Mannschaft ist, dass du vorne kaum Ball fängst. Und dementsprechend bist du genau richtig bei uns aufgehoben. Zu Max, ja, wenn du mal kein Wehwehchen hast, dich gut fühlst, ein gutes Gefühl zu deinem Körper hast, kriegst du ein richtig großes Niveau hin. Unser Pech ist, du hast eigentlich immer irgendein Wehwehchen. Und jetzt nochmal ein Schlag ins Gesicht für die ganze Mannschaft. Der effizienteste Spieler der letzten Saison im Torabschluss war Max Clausen mit 84% erfolgreich abgeschlossenen Würfen. Gut, zu guter Letzt kommen wir zu unseren Torhütern. Torhüter, das ist in der Handballszene, denke ich, sehr bekannt, haben grundsätzlich einen an der Waffe. Und unsere 3 Torhüter, die erfüllen dieses Klischee zu 100%. Ich denke, mehr brauche ich da nicht zu sagen. Aber um hier auch ein bisschen Statistik noch mal reinzukriegen und am Ende noch ein kleines Lob loszuwerden. Also ihr habt es geschafft, 32% aller Würfe abzuwehren als Team. Ich denke, ihr habt einen großen Anteil an unserem Erfolg dieses Jahr gehabt. Alles klar, einmal komme ich gleich noch wieder. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just, hey, hey, hey.
sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone. They'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Nicht nur blinded by the lights, sondern ich bin blinded by the Medaillen, wenn man das so sagen kann. Sie sind ganz, ganz frisch hier eingetroffen, bekommen natürlich alle Spieler der Mannschaft, die in der Oberliga diese Saison sowas von gerockt hat und gerockt haben. Das schon mal vorweg, und die Spieler kommen jetzt auch selbst zu Wort. Wir haben sie gefragt, was waren eigentlich die schönsten Szenen und Momente für euch, nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben der Platte. Und das ist bei rausgekommen. Prost. Ja, auf dem Spielfeld waren auf jeden Fall die beiden Spiele Kiel und Flensburg die Highlights für mich. Weil wir in Kiel mit einem gewonnen haben und die ganze Halle Kopf stand. Das war für uns auch ein Heimspiel eigentlich. Genauso wie in Flensburg, wo wir noch 4 Tore aufgeholt haben in den letzten 2 Minuten. Ja, die beiden Spiele waren auf jeden Fall für mich das Highlight. Mein Highlight war, dass ich trotz meiner ausgekugelten Schulter auf Pauli spielen konnte. Und ja, das fand ich ganz geil vor der Kulisse. Und danach war es auch schön. Moin Moin an alle da draußen. Moin. Wir wollen unseren Meistertitel natürlich auch gebührend feiern. Deswegen haben wir uns hier mal zusammengesetzt. Safety first, aber darauf scheißen wir heute mal. Prost, Jungs. Jetzt mal ein bisschen den Mund desinfizieren. Das ist wichtig jetzt gerade. Ich wollte es gerade sagen, mit so einem leckeren Zeug kann man es auch gerne machen. Auf jeden Fall. Ja, was war der geilste Moment auf der Platte und neben der Platte? Für mich ganz einfach, erstes Spiel in der Werner Kurt-Halle. Ausverkauftes Haus, gegen Hürup gespielt, war fantastische Stimmung. Zwar verloren, aber war ein geiles Ereignis, und da konnte man schon mal sehen, was überhaupt möglich ist mit den Fans im Hintergrund. Neben der Platte, ja, für mich unbeschreiblich die Rückfahrt gegen den Tabellenletzten aus Fischbeck, wo ich erst mit dem Auto nach Fischbeck gefahren bin und dann in Henstedt-Ulzburg auf den Rastplatz mein Auto abgestellt habe. Und dann in den Bus mit dazugestiegen bin und wir dann in Hohen noch den Sieg ausgiebig gefeiert haben. Prost. Danke dafür. Ja, mein geilster Moment auf dem Feld, einmal in Pauli. War auf Pauli, als wir da geil gewonnen haben und ich schön in der Abwehr ins Stil geholt habe und als Kreisläufer dann richtig stark Tempo gegengelaufen bin. Und auch nicht in Schnellengeschwindigkeit und ihn sogar reingemacht habe. Das war echt gut, ja. Muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. War stark. Wir haben alle gejubelt. Sogar deine Mama im Hintergrund, der hat geschrien. Lauf, Max! Ja, geteilt auf jeden Fall mit dem Assist in Kiel zu Jano. Wo ich noch geil in der 5-1 gespielt habe vorne. War Siegtreffer, oder? Ja. Ja, kann mich erinnern dran. Das war taktisches Meisterstück von Matze, mich da in die 5-1-Form zu stellen. Als Krake. Ja. Der Schnelle. Ja. Quasi schon trainiert gehabt, jahrelang einstudiert, seitdem er Trainer ist.
Und neben dem Platz waren auf jeden Fall die Busfahrten das Geilste, was Fischbeck und Pauli ist. Da hat richtig Bock gemacht. Das war die beste Fahrt. Ja. Ja, mein geilster Moment während des auf der Platte bzw. während eines Spiels war das Spiel in Kiel, als wir die Herbstmeisterschaft geholt haben, mit einem Tor gewonnen haben. Ja, ich glaube, einer der geilsten Auswärtsspiele war diese Saison auf dem Kiez. Pauli mit 2 Bussen angereist, mehrere Leute, die noch gekommen sind vom Stadtderby. Super geiles Spiel, hat richtig Spaß gemacht und geile Unterstützung von den Fans auf jeden Fall. Ja, kommen wir nun zum geilsten Moment neben dem Spielfeld. Das war, ja, vielleicht nicht der geilste, aber der am meisten in Erinnerung geblieben ist, und zwar der Mannschaftsabend in Tondern, beziehungsweise morgen. Ja, ich glaube, der Rest erklärt sich von selbst. Der Rest gehört hier nicht her. Ja, Matze, schön Gruß an dich. Mein geilster Moment neben dem Spielfeld, ja, man kann es auch wieder anders betiteln, aber das Gespräch in der Woche danach, übrigens an dieser Stelle, danke Brownie nochmal. Ja. Ja, mein geilster Moment auf der Platte war natürlich die ganze Saison. Jede Minute, jede Sekunde auf der Platte hat geschockt mit den Jungs. Und ja, mein geilster Moment neben dem Feld war der Moment, als wir die Wärter und Ämter verteilt haben und ich als Bierwart erwählt wurde. Das war mein geilster Moment. Prost! Ja, für mich mein geilster Moment der Saison ist auf der Platte natürlich die 60 Minuten gegen Fischberg. Matze, danke dafür, für dein Vertrauen. Und neben der Platte das Beisammensein mit der Mannschaft und die ganzen Fäden natürlich. Ja. AMK. Moin. Moin. Wir trinken jetzt erstmal auf die Meisterschaft. Entspannt erstmal. Ja, Prost. Prost. Ja, mein geilster Moment auf dem Spielfeld war auf jeden Fall natürlich die beiden Spiele in Flensburg, wo wir die letzten 5 Minuten mit 4 Toren hinten liegen und dann am Ende noch unentschieden spielen. Und das Spiel beim THW, wo wir vor geiler Kulisse, also es war eigentlich ein Heimspiel, dann am Ende mit einem Gewinn und damit die Herbstmeisterschaft hatten. Ja, mein geilster Moment neben dem Spielfeld erstmal sind jede Montagstraining-Einheit, wo dann das Wochenende besprochen wird und rekonstruiert wird, was alles passiert ist. Und definitiv auch das Pauli-Spiel, wo wir mit 2 Bussen zum Kiez gefahren sind und die 2 Punkte mitgenommen haben und anschließend den Bus einigermaßen heil wieder mit zurückgebracht haben. Und meine geilsten Momente auf dem Spielfeld waren auch Flensburg und Kiel, wo ihr eine Stimmung gemacht habt. Das war mega geil, vor euch zu spielen und dann auch noch da was Zählbares mitzubringen. War echt mega geil. Ja, mein geilster Moment neben dem Spielfeld ist auf jeden Fall die Wochengespräche am Donnerstag, wo dann um 8:30, ein paar Bier getrunken wird und ja, ein bisschen geschnackt wird. Und natürlich das Trainingslager in Tondern, aber da wird Keden, glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, mein schönstes Erlebnis auf und neben dem Spielfeld war, ich fange mal damit an, das schönste Erlebnis neben des Spielfelds fing eigentlich schon vor der Saison an, wo Matze mich gefragt hat, ob ich nächstes Jahr für Eiderhade spielen möchte. Und ja, das war schon eigentlich eins der schönsten Momente so für mich in der jetzigen Saison neben dem Spielfeld. Und auf dem Spielfeld, ja, eigentlich jede Minute und Sekunde, die ich mit den Jungs, die ich über die ganze Saison jetzt kennengelernt habe, zusammenspielen durfte und einfach nur mega viel Spaß dabei hatte. Moin, hier sind die Ditchies. Moin, Grüße gehen natürlich auch raus an Jerry. Ja,
Beginnen wir mal mit der ersten Frage, und zwar, was unsere Highlights auf und neben der Platte waren in der abgelaufenen Spielzeit. Was? Nichts, Mann. Rede weiter, Alter. Das hast du mir angeguckt. Und darf nicht? Also, für mich persönlich war die gesamte vergangene Saison ein absolutes Highlight. Niemand hätte damit gerechnet vor der Saison, glaube ich zumindest, dass wir Oberligameister werden. Wir sind es letztendlich geworden und ich glaube, wir können alle echt stolz auf uns sein, was wir geleistet haben. Ja, deswegen war natürlich die gesamte Saison für mich ein Highlight. Ja, mein Highlight war auf jeden Fall das Auswärtsspiel in der Hinrunde beim Hamburger Nord SV, wie heißen die? Hamburg Nord oder so. Ja, Scheiße. Ja, auf jeden Fall Hamburg Nord war das, glaube ich. Und da haben wir 36 oder 35, 26 gewonnen und wir lagen zur Halbzeit mit gefühlt 10 hinten. Ich glaube, es waren nur 5, aber nach der Halbzeit haben wir dann, glaube ich, 10-0 Lauf gemacht innerhalb von 5 Minuten. Und ja, fühlte sich mega geil an, war ein richtig geiler Auswärtssieg. Das war auf jeden Fall mein Highlight auf dem Feld. Und neben der Platte war es auf jeden Fall die Auswärtstour nach Pauli. Was da mit den Fans, mit den Bussen und so weiter geschehen ist, das war einfach richtig krass. Also das werde ich nie wieder vergessen. Und dann auch nochmal ein anderes Highlight war, ich kam irgendwann mal in der Rückrunde, war ich ja wieder dabei, kam ich nochmal rein zum Spiel irgendwann und ich dachte, ich wäre mittlerweile nicht mehr beim Handball, sondern in der NBA, weil irgend so ein LeBron James mit Sternband rumlief und ich dachte, wo sind wir hier gelandet? Ja, das war auch mein Highlight auf jeden Fall. Mein Highlight neben der Platte war die Wechselverkündung aus der zweiten in die erste Herren von Philipp Henrich. Hat mich sehr gefreut. Das ist ein toller Typ. Das ist ein klasse Mitspieler. Warum fickt der Kopf? Mein Kopf Platz Gucci-Sandalen, ich trag sie nur aus Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kannst nicht glauben, lieber Gott. Sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt. Wenn sie rollt, bin auf dem Weg. Mit meinem Baby sichtig zu, geht besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, es wird nicht angenehm. Zähl auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfe Zählen. Na, ne. 1 gegen 1, er kriegt ne Bombe, ruft ein Bro, aber vergisst mein Abi. Box sein Abi, cruise mit offenen Haaren und hinter mir sitzt eine Bitch like Barbie. Hut Safari, steig auf die Speedfight, scheiß auf Kawasaki. Let's go Barbie, Kickdown mit 70 auf eure Party. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden mir von Koks und von Messerstecherei. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Maki den harten Bro. Wenn man der Sache auf den Grund geht, merkt man, das ist in der Tat nicht so. Ruf doch, wenn du willst, von mir aus kannst du auf dein Papi holen. Schwänze lutschen ist bei euch kleine Pissern doch Tradition. Mach nicht so. Partyhouse. Seh mich im Unterhemd, schiel zu mir rüber, sie checken mein Body aus. Bitch, 105 Kilogramm Definition ohne Cardio. Ob du's willst oder nicht, Bro, Apache läuft ab heute im Radio. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden mir von Koks und von Messerstecherei. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich.
Umstände erfordern besondere Maßnahmen und deswegen sind wir hier bei einer Meisterfeier, denn es war eine fantastische, besondere Saison und wir sind in einer besonderen Situation im Allgemeinen. Deswegen muss das Ganze virtuell stattfinden, aber ich finde, das ist doch auch eine fantastische Ablenkung in diesen Zeiten. Wir wollen aber nicht vom Thema ablenken, sondern direkt wieder zurück zur Mannschaft gehen. Der zweite Teil des Clips, den wir gerade begonnen haben. Ja, meine Worte gehen jetzt ans Trainerteam. Ihr seid geile Typen, das schockt mit euch. Ihr seid einfach wirklich geiles Team und macht weiter so. Ja, wir haben mit Nico auch ein richtig geiles Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam. Nico, bleib einfach wie du bist und mach weiter so. Ja, moin. Prost, Jungs. Ja. Bringt schön ein heute. Wie immer, ne? Was ich immer stark finde, ist, dass du beim Training aushilfst, beim Kicken, ne? Dank dir darf ich dann wieder mit Jungen verlieren. Ansonsten spiele ich ja alt. Auch wenn ich erst 23 bin, ist das ja... Alt. Ja, bei uns ist es alt. Ne? Finde ich stark, dein Training, dass wir immer schön noch einen Laufleiter machen dürfen nach dem Laufen. Das ist wundervoll. Das finde ich richtig gut von dir. Und stark finde ich auch, dass du immer noch jetzt mal dein Haus in Angriff genommen hast, nachdem du das ein Jahr vor dir hergeschoben hast, mindestens, gefühlt. So, ich weiß nicht, vor gefühlt 3 Jahren hast du gesagt, du möchtest das jetzt mal in Angriff nehmen. Finde ich gut, dass du es jetzt getan hast. Sieht auch gut aus. Er hat auch Zeit darüber als Lehrer, ja, ne? Er hat Wollte ich Zeit. gerade sagen. Er hat Zeit. Ja, du nimmst natürlich dann deinen Co-Trainer. Ich nehme meinen Torwarttrainer Heine. Ich habe extra für dich noch Musik im Hintergrund gespielt. Ich habe extra eben gerade mal angerufen bei dir. Du wolltest dir Rocky wünschen, deswegen haben wir Rocky jetzt. Heine, du schaffst es wirklich noch, mich alten Sack zu motivieren mit neuen Übungen und Feuer reinzubringen und mir auch den Spaß am Handball wieder zurückzubringen. Dafür danke ich dir auf jeden Fall. Also vielen, vielen, vielen Dank und ich freue mich auf die neue Saison und da werden wir sicherlich noch eine Menge Schweiß und vor allen Dingen auch von mir aus noch richtig fluchende Worte wirst du noch an die Ohren bekommen. Ich danke dir aber trotzdem. Verlierst du dann noch ein paar Kilo? Abwehrmasse? Ein bisschen. Aber ich danke auf jeden Fall, Heine. Ja, noch ein paar Worte zu unserem Trainer Matze. Ich glaube, es hat fast kein Trainer in Hohn bisher so lange durchgehalten bei dieser Truppe, kann man nicht mal nennen. Ja, also bevor Matze kam, hatten wir, glaube ich, spätestens nach einer Saison immer einen Trainerwechsel. Er hat sich da ganz gut bisher geschlagen. Manchmal ist er ein bisschen übermotiviert oder lebt den Handballsport ein bisschen zu sehr, was natürlich auch nicht immer verkehrt ist, aber seine Konstanz und auch die Dauer, die er schon hier ist, macht deutlich, wie sehr er eigentlich den Handballsport verstanden hat und uns auch Truppe auch leiten kann, beziehungsweise trainieren kann. Und das Saisonergebnis zeigt es ja als Bestes. Ja, ich möchte auch gerne noch ein paar Worte zu Mike sagen, der uns diese Saison begleitet hat. Montagstraining dort ja immer sehr erfinderisch war, in neuen Übungen zu finden im Kraftbereich, Koordination, Stabi und was weiß ich noch alles, was da alles integriert war. Ich habe mich immer tierisch gefreut, dich montags zu sehen. Ja, auch vielen Dank an dich und an deine Unterstützung und dass du auch deinen Teil zu dem Erfolg beigetragen hast. Ja, was ich Matze nochmal sagen wollte, dass wir uns als Mannschaft auf jeden Fall nochmal auf eine Einladung zur Gartenparty freuen werden. Und dass die letzte Party bei dir auch wirklich gut war. Nur leider, dass du ein bisschen zu früh ins Bett gegangen bist. Ja, Nico, ich habe auch noch 1, 2 Worte an dich. Ich weiß da und alle wissen auch, dass du beruflich echt stark eingebunden bist und eine harte Belastung hast in deinem Job. Ja. Aber wir würden uns natürlich echt freuen, wenn du weiter mit uns montags Ballertraining machst. Das finden wir alle mega. Deswegen trinken wir auch nochmal auf euch. Prost. Und auch an die anderen Trainer. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, was wir unserem Trainerteam schon mal sagen wollten, beziehungsweise in meinem Fall, was ich Heine schon mal sagen wollte.
Ich finde, Heine ist ein super geiler Torwarttrainer, der mir echt viel weitergeholfen hat in der Saison und ich freue mich drauf, mit ihm weitere oder beziehungsweise die nächsten Schritte zu gehen in meiner Entwicklung. Habe jedoch ein bisschen Bedenken, dass er mir meinen Kaderplatz klauen könnte. Gegen Wenningstedt hat er ja auch schon mal auf der Bank gesessen. Deswegen muss ich mich auf jeden Fall ranhalten nächste Saison und hoffe, ja, dass er den Platz nicht klaut, ne? Dass ich weiterhin in der ersten Männer spielen darf. Oh, den hast du schon verloren. Ja, Matze, was ich dir sagen wollte, vielen Dank nochmal für das entgegengebrachte Vertrauen. Hat mich richtig angeschockt, die paar Spiele, ich weiß nicht, wie viele es jetzt waren, 8 oder so, mitzuspielen. Auch mit der Truppe nochmal vielen Dank an euch letztendlich, dass ihr mich so gut aufgenommen habt. Ich denke, ich habe mein Bestes gegeben, aber noch nicht gezeigt. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich habe mega Bock auch, die kommende Saison nochmal mit euch anzugehen. Ja, was ich Matze und Nico schon immer mal sagen wollte, ist, also ihr macht ja echt gutes Training und da kann man sich überhaupt nicht drüber beschweren. Aber da es ja auch öfters mal vorkommt, dass wir 10 Minuten früher Schluss haben, als die Trainingszeit hergibt, was natürlich schon eigentlich sehr oft vorkommt, würde ich einfach mal vorschlagen, lasst uns doch einfach mal 10 Minuten länger bolzen am Anfang. Da haben wir alle was von, wir haben Spaß, ihr habt eure Ruhe und am Ende sind wir alle fix und fertig. Also das wäre nochmal ein Traum, wenn ihr das beide auf die Reihe kriegen würdet. Ansonsten macht ihr echt eure Arbeit, echt. Ich bin mega stolz darauf, Teil der Mannschaft zu sein und unter euch spielen zu dürfen. Da sage ich echt Dankeschön. Ja, was wir schon immer mal unseren Trainern, Betreuern, Physios sagen wollten. Wir wollen unbedingt Franzi sagen, einmal danke, dass du uns alle in den Verletzungsphasen begleitest und uns behandelst. Danke. Und ich würde dazu noch beisteuern, danke dafür, dass du die ganzen Minuten auf der Bank mit mir, mit Janek Scheiße redest, egal was es ist, über irgendwelche Lästersachen oder hier und da irgendwas, immer irgendwie ein Lacher dabei. Prost, Franzi. Prost. Ich glaube, so dicht war ich noch nie am Oberliga-Pott dran. Apropos Pott. Hohn und Pott ist ja das Stichwort des heutigen Abends. Wir haben schon viele Bilder von euch gesehen auf Instagram. Verlinkt gerne Sprungwurf TV, Formtastisch und Eider Hade, erste Herren, so rum. Und postet das in eure Story, dann reposten wir das Ganze und wir feiern alle virtuell zusammen. Ein Teil fehlt uns noch von der Mannschaftsvorstellung von Trainer Matze. Bitteschön. Ja, moin moin. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz was zur Abwehr und zum Angriff sagen. Fangen wir mit der Abwehr an. Wir haben es geschafft, 26 Gegentore im Schnitt zu kassieren. Was in Anbetracht unseres Tempospiels ein sehr guter Wert ist, weil wir dementsprechend noch mehr Angriffe abwehren müssen. Hier kurz hervorzuheben, Kete, meine Lieblingsstatistik, Stoppfouls, 49 Stück. Die gesamte Mannschaft hat 88 geschafft. Nur mal die Gewichtung, was Kete da geleistet hat. Georg holt am meisten Steals, Brownie hat am meisten Blocks. Aber das ist sicherlich ein Kollektiv, warum wir das geschafft haben. Glückwunsch an die gesamte Mannschaft. Angriff braucht man nicht viel zu sagen. Tempo, 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 variantenreich, technisch gut. Haben wir es geschafft, 32 Tore im Schnitt zu werfen, was wirklich ein super Wert ist. Hier ist sicherlich hervorzuheben, Georg mit einem unglaublichen Wert. Er hat es geschafft, 10 Assists pro Spiel zu machen, die auch wirklich zu einem Tor führen. Georg, wirklich klasse. In diesem Moment möchte ich aber die ganzen technischen Fehler nicht erwähnen, die du machst. Gut, zu guter Letzt möchte ich mich bei meinem Trainerteam bedanken. An Heine, Nico, Mike, Franzi. Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung. Gerade Nico, der montags das wirklich super macht und mich gut unterstützt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch ans Umfeld, das sich unglaublich professionalisiert hat in den letzten Jahren. Und vielen Dank natürlich an die Fans. Das ist unglaublich, was ihr auswärts und zu Hause uns supportet habt. Das motiviert, das macht stolz. Ja,
Lass uns dieses Abenteuer, wenn wir es angehen können, 3. Liga wirklich als Abenteuer sehen. Lass uns als Ziel sehen, dass wir A, natürlich wirtschaftlich nichts kaputt machen, aber B, auch vor allen Dingen zwischenmenschlich nichts kaputt machen. Wir von unserer Seite werden alles dafür tun, viele geile Fights Kämpfe in der Werner-Kurt-Halle zu liefern und das Bestmögliche rauszuholen. Und dann sehen wir, was am Ende dabei rauskommt. Und dann wird es eine runde Sache werden. Vielen Dank, viel Spaß damit. Hier im Fräulein in Rendsburg. Hier geht's richtig los. Ich hoffe bei euch auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sprungwurf TV, die große Meisterfeier der HSG Eiderhade. Und jetzt hat die Mannschaft und der Trainer und alle Beteiligten, die haben alle über sich selber gesprochen oder über die Mannschaft an sich. Jetzt wollen sie euch aber auch noch etwas mitteilen, was sie euch Fans schon immer mal sagen wollten. Ja, vielen Dank für die geile Stimmung bei jedem Spiel in der abgelaufenen Saison. Also wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ihr jedes Wochenende so eine geile Stimmung macht, dass wir Auswärtsspiele immer wie Heimspiele feiern dürfen. Und ihr habt einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass wir Oberligameister geworden sind. Ja, ich finde, einen großen Dank können wir auch an die B-Jugend aussprechen, die jedes Auswärtsspiel immer mitgekommen sind, obwohl die auch jedes Wochenende ein Spiel haben. Da geht auch schon viel Zeit drauf. Finde ich geil von denen. Ja, moin. Moin, Aziz. Was wir schon immer mit den Fans sagen wollten, auf jeden Fall geile Unterstützung in den Auswärtsspielen. Ich musste auf jeden Fall spontan an Hamburg Nord denken, wo Hamburg Nord selbst es geschafft hat, ganze 10 Zuschauer in die Halle zu kriegen. War das 10? Ja, wenn überhaupt, ne? Ich wollte mal sagen. Und wir da mit 20 bis 30 Leuten und Trommeln richtig geile Stimmung gemacht haben und wir dann in der zweiten Hälfte
die gefühlt nach 20 Minuten auf 2 Gegentore gehalten haben. Das war so geil und stark. Ohne eure Unterstützung wären wir auf jeden Fall auswärts nicht so erfolgreich gewesen. Und dazu kommt auf jeden Fall das Auswärtserlebnis in Kiel, wo Jascha und ich dann aus Kiel, weil wir ja in Kiel wohnen, hingefahren sind zum Spiel und dann die Instagram-Story von den Ultras Block C gesehen haben und die schon richtig geil abgeliefert haben auf dem Hauptbahnhof. War geil. Alter, da denkst du dir auch, na, da fest zum Spiel und hast richtig hart Bock, den THW wieder wegzuhauen. Und das haben wir auch getan. Ne? Also wirklich, vielen Dank, Jungs. War echt geil. Also Schipwester Rönnfeld zu Hause, ein Highlight mit den Flaggen hinten im Block und alles, wie ihr euch da voll gemacht habt. Echt geil. Auch beste Grüße an Fabse raus, wie du immer dabei bist und die Jungs da bei Laune hältst und auch bei Stange hältst. Echt Respekt. War echt geil. Also ohne euch hätten wir das in schwierigen Spielen auch nicht geschafft. Flensburg-Handewitt, 250, 280 Zuschauer von euch. Echt sensationell und ihr habt einen großen, wie sagt man, einen großen Momentum auf eurer Seite gehabt und ohne euch wären wir definitiv nicht aufgestiegen. Danke dafür und ich freue mich auf eine geile Drittligasaison mit euch und mit euch werden wir auch nicht absteigen. Geile Busfahrten. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich auf geile Busfahrten mit euch und beste Grüße gehen auch raus an die erste Frauenmannschaft von uns, die hat auch den Aufstieg geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Sehr Glückwunsch. verdient auf jeden Fall. Vor allen Dingen an Schmali. Geiler Trainer. Geiler Trainer. Und an den Aushilfstrainer Quincy natürlich. Ja. Goshi, Der super hat Leistung. auf jeden Fall viel Anteil. Bis dann. Haut rein, Jungs. Ciao. Ja, ein großer Teil von dieser ganzen Leistung, die wir nun erbracht haben, trägt auch unsere Fangemeinschaft von der HSG Eiderhade. Die ist wirklich unbeschreiblich, habe ich fast noch nie so gesehen in irgendeinem anderen Dorfverein, so einem kleinen. Das fühlt sich bei Heimspielen eher an wie ein Fußballspiel als ein Handballspiel, wenn man in die Ecke hinten guckt und die da ihre riesigen 5 Meter fahren. Es fehlen nur noch die Pyros. Nur noch die Pyros. Und ihre Fangesänge anstimmen. Das ist echt schon ein geiles Gefühl, wenn man auf der Platte steht. Ja, auch meine Worte an die Fans. Ich glaube, wir haben langsam auch diese Saison eine ganz gute Mischung gehabt aus Jung und Alt. Wirklich der Nachwuchs auch in der HSG-Gemeinde, der da sehr stark vertreten ist in der Halle, was uns natürlich auch freut, dass die Anerkennung auch da ist. Aber was wir auch sehen, das hat wirklich auch viele von altgedienten Handballern, von Interessierten, auch nochmal auch der Fanclub Fanta 7, die da aus den alten Regionalliga-Zeiten trotzdem immer uns noch gerne besuchen und uns zugucken. Vielen Dank für jeden Support und das freut uns und wir hoffen, dass das nächste Saison so weitergeht. Nicht zu vergessen, wir wollen natürlich auch der ersten Frauen noch Glückwünsche ausrichten. T. Schmalfeld, auch an dich, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und halt zum Aufstieg. Nächstes Jahr dann natürlich auch wieder SH-Liga Handball der Frauen in Hohn zu sehen, freut uns auch. Das spricht für den Verein, dass wir einfach an allen Stellen Vollgas geben und da wirklich auch alle unterstützen und wie sagt Malte, eine HSG-Familie sind. Ja, als allerletztes jetzt der Punkt Mitteilung an die Fans. Es war einfach phänomenal, was ihr auf der Tribüne bei Heim- sowie Auswärtsspielen, gerade bei Auswärtsspielen, auf die Beine gestellt habt. Das war krass. Ja, muss ich Janek natürlich recht geben für die Fans. Besser geht's nicht und vielen Dank dafür und wir hoffen natürlich auch, dass ihr jetzt die nächste Saison, egal unter was für welchen Umständen, dass ihr wieder hinter uns steht. Prost, wir saufen noch ein. Prost! Ja, zuallererst auch nochmal einen recht herzlichen Glückwunsch zur ersten Frauen zur Meisterschaft. Wir haben euch nicht vergessen. Auch an Schmalfeld, Glückwunsch. Auch an Thies. Worte an die Fans. Erstmal riesen Dankeschön für die echt mega geile Saison mit euch. Ohne euch hätte das, glaube ich, nicht so geklappt. Man kann sich das meistens gar nicht vorstellen, aber als Spieler macht das schon viel aus, wenn da so eine mega Stimmung von den Rängen kommt. Das pusht einen nochmal richtig. Was jetzt, wo die Saison vorbei ist, natürlich auch Schmerz ist, dass wir die Meisterschaft nicht mit euch zusammen feiern können, aber ich hoffe trotzdem, auch wenn das ein bisschen später ist, können wir das trotzdem mit euch zusammen feiern und hoffentlich genauso ausgelassen das zelebrieren.
Auf jeden Fall. Das müssen wir nochmal nachholen. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Ich kann ja nur THW sagen, also was da in Kiel für eine Stimmung war einfach der Hammer. Da haben wir die Helmut-Wright-Halle eingenommen. Und ja, macht weiter so. Das pusht einen, wie Jürgen schon gesagt hat, das pusht einen wirklich. Und egal welche Liga nächste Saison, macht einfach weiter so. Ja, vielen Dank. Trinken wir nochmal auf euch. Prost. So, zu guter Letzt wollen wir natürlich unsere Fans nicht vergessen, die während der Saison, man kann sagen, total abgerissen haben, auf der Tribüne ein richtig geiles Spektakel veranstaltet haben und gerade in den Engpartien definitiv dazu beigetragen haben, dass wir dann die Punkte letztendlich auch einsacken konnten. Hat Spaß gebracht und ich freue mich und hoffe, dass ihr uns nächste Saison weiterhin so tatkräftig unterstützt. Ja, auch von mir ein riesengroßes Dankeschön, war richtig klasse, der Support gerade, so die Pauli-Spiele oder eben auch hier... Du meinst das Pauli-Spiel? Ja, das meinte ich mal. So, bist du jetzt Lehrer oder was? Genau, das Pauli-Spiel und ansonsten auch Hamburg-Nord auswärts war schon ganz geil und natürlich auch die Heimspiele. Ne? Die wenigen, die ich dann mitgemacht habe, schockten auf jeden Fall. Ein großes Highlight war auf jeden Fall in der Hinrunde auch Schilp. Ich glaube, ich habe die Werner-Kurt-Halle auch noch nie so voll gesehen. Selbst. Da ist noch ein richtiges Spektakel veranstaltet, ne? Ja, nee, ich nicht. Auf der Bank meinst du die zweite Hälfte, als ich die ganze Zeit auf der Bank saß. Aber nee, war auf jeden Fall richtig geile Unterstützung von euch und ja, von daher bitte weiter so und ja, vielen Dank nochmal. Und ja, wir wollen der ersten Frau noch gratulieren zum Aufstieg. Darf man nicht vergessen. Stark gemacht. Gratulation. Und obwohl eine Frau bist du auch, aber ansonsten, nee, Spaß beiseite, ja, Glückwunsch und ja, weiter so im Verein tut sich was. Bis bald. Ja, was ich den Fans noch einmal sagen möchte ist, es ist Wahnsinn für mich, vor so einer Kulisse, vor so Leuten spielen zu dürfen, mit so einen Fans im Rücken. Also das habe ich im Milchschild auch noch nicht erlebt und das ist schon echt herausragend. Man fühlt sich, als wenn die Halle mit Tausenden von Leuten voll ist und das ist einfach nur wahnsinnig, was ihr immer auf die Beine stellt. Und dafür würde ich auch nochmal Danke sagen, auch an die anderen Leute, die da alle im Hintergrund mitwirken. Das ist einfach super, was ihr alles für den Verein auf die Beine stellt. Und ich hoffe, das geht nächste Saison auch noch so weiter, dass wir ein weiteres erfolgreiches Jahr haben werden und alle viel Spaß dabei. Dafür wollte ich nochmal Dankeschön sagen. Und auch noch Glückwunsch an die erste Frauen, die auch ihren Aufstieg geschafft haben. My name is Dave. Keep calm and behave. We'll never give up, never come down, we'll never sleep. We're gonna race till the end of the time. God save the rave. Rave to the end. We are here, we are back, because real life lasts. I'm the last man standing on that party never ending. Carousel for
like a sea. We're gonna race to the end of the Heimspielen läuft. Hier habe ich schon die CD, die habe ich euch eingangs schon gezeigt. Kompliment heißt die Band. Hier regiert ein Dorfverein, die Hymne auf die HSG Eiderhade. Das ist die CD mit noch mehr tollen Songs. Die könnt ihr übrigens auch gewinnen. Schreibt einfach hier in die Kommentare auf YouTube und Facebook. Hier regiert ein Dorfverein. Am besten schön groß in Versalien. Und unter allen Kommentaren verlosen wir am Ende dieser Show heute noch 10 Stück. Also für alle die, die noch einen CD-Player haben, logischerweise. So, wir schalten jetzt gleich mal live rüber zur Band, zu Jörn Hinrichsen, der mit seiner Band Kompliment diesen Song Hier regiert ein Dorfverein geschrieben hat. Und wir hören noch mal schnell rein. So klingt der Refrain. Weil wir diesen Sport so lieben, so wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Ob Hamdorf, Elsdorf, Freiholz oder Hohn, das Handballfieber geht um in der ganzen Region. Egal ob groß, ob klein, hier kämpft jeder für jeden und für den Verein. Leidenschaft. Ein Dorfverein, nicht nur das Motto dieser Sendung, sondern auch wirklich ein fantastischer Ohrwurm von Kompliment. Und wir gehen jetzt mal zu Jörn Hinrichsen von Kompliment. Hallo Jörn, kannst du mich hören? Oh, Verstärkung. Kompliment. Hallo Jörn, kannst du mich hören? Oh, Verstärkung mit dabei. Tim, der Schlagzeuger, ist auch am Start. Moin. Moin, moin, moin. Also erstmal Glückwunsch auch an euch. Die Frage beantwortest du. Wir haben dich nicht so richtig verstanden. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch ans Team. Ich sage Glückwunsch auch an euch und Glückwunsch zu diesem tollen Lied. Dankeschön, Dankeschön. Also, wir müssen das nochmal ganz klären. Jörn, du bist Lied. Ja, was soll ich sonst singen außer ein Lied? Nein, Lied mit EA. Ja, ich weiß, ich verstehe dich schon. Ja, richtig. Und Tim ist der Schlagzeuger. Ja, richtig. Ja, fantastisch. Wie lange habt ihr gebraucht für diesen Song? Von der Entstehung der Idee bis dann zur Umsetzung? Viertelstunde so? Nein. Nein, ich glaube, das waren so ungefähr 3 Monate. Wann gab es, also ich brauche ja nicht fragen nach dem ersten Kontakt, Jörn, also das ist ja bekannt, Nachname Hinrichsen, wie die Verbindung, Connection da zur Mannschaft oder Trainerteam ist. Aber wann kam so die erste Idee, oh, wir machen mal einen Song? Die erste Idee kam mal so, ja, als ich mal im Heimspiel gesehen habe. Und da hast du gesagt, hier fehlt ein fantastischer Song. Ja, also ich hatte so ein bisschen die Idee, aber ich glaube auch vom Verein, von Andreas, kam ganz viel Schub in die Richtung. Und da hatten wir immer Kontakt und dann haben wir das Spiel in Flensburg gesehen und ich glaube, das war so der letzte Motivationsschub. Und wie lange braucht man dann insgesamt? Also das klingt ja auch Studio, oder? Richtig, richtig. Idee einspielen. Wann gab es den ersten Live-Auftritt? Gab es überhaupt schon Live-Auftritt? Also mit dem Song jetzt? Ja. Nee, das heben wir uns noch für die Meisterschaftsfeier auf. Ja, zu Recht. Ja, hier dann hoffentlich nochmal richtig statt. Hier sind übrigens definitiv. Die Verbindung ist relativ gebeutelt gerade, oder? Richtig. Ja, ihr bei mir auch. Aber wir machen das Beste draus. Prost, Prost, Prost. Auf euch, auf euch. Hier sind sehr Songs da drauf. Bekannte Band in der Region. Seit wann gibt es euch schon?
machen da zusammen Musik. Ja, per Skype gilt ja nicht, siehst ja, die Internetverbindung ist zu schlecht. Nein, aber da kann natürlich jeder für sich ein bisschen was tun. Und man kann natürlich auch ein bisschen was hin und her schicken. Dank der modernen Technik. Ich habe auf jeden Fall eine Home-Session gemacht, die wir vorliegen haben. Das Ja, gucken wir genau, uns aber gleich warte mal mal. an, was... Entschuldigung, kannst du mich hören? Ja. Ja. Ich habe noch einen Stargast eingeladen, den wollte ich euch nochmal vorstellen. Geheimen Stargast. Nee. Doch. Also ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Warte mal. Wir müssen den Abstand einhalten. Background-Sänger. Ja! Warum? Eine Rakete. Der Frontsänger ist das. Ja, alles gut? Matze, dich zu sehen. Ja, danke gleichfalls. Geil macht er das. Du hast doch eigentlich den Song performt, oder? Ja, man muss das familiär natürlich so ein bisschen aufteilen, ne? Normalerweise mache ich das alles, aber er braucht ja auch ein bisschen Lorbeeren, ne? Ich bin ein richtig guter Sänger eigentlich. Also, eben noch als Clip, jetzt haben wir dich live drauf. Was war das erste Getränk, mit dem du auf die Meisterschaft angeschlossen hast? Also als ich das gehört habe, habe ich gerade eine Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Also das war auch die beschissenste... Also schlimmer ging das gar nicht. Ja, das hat ein paar Tage gedauert, ehrlich gesagt. Und jetzt trinke ich hier, was ist das überhaupt? Havanna oder irgendwas hat mein Bruder mir hier eingeschenkt. Cola pur. Aber immerhin war das Glas dann sauber, also bessere Ausgangslage ging gar nicht. Aber ich habe heute das Glück, dass meine Frau heute nach 30 Jahren aufhört mit Handball und sie ist auch in Sauflaune. Dementsprechend werde ich gleich mit meiner Familie, schönen Gruß, Martin, Biane und dann meine Frau, werde ich gleich das noch ein bisschen feiern, ne, was Andreas hier auf die Beine gestellt hat. Du hast jetzt ja relativ seriös über die Mannschaft gesprochen. Jetzt müssen wir aber mal Klartext sprechen. So neben der Platte, wer ist aus der Mannschaft am stärksten am Glas? Oh, ich denke, das hat man schon so ein bisschen rausgehört an den Clips. Also ich glaube, da ist mein lieber Freund Jerry schon ganz vorne dabei. Ne? Und dann ist es natürlich der Mann mit zwei Gesichtern. Das kann man sich ja so immer nicht vorstellen. Aber mein Lieblings-Captain Eike, wenn der erstmal am Glas ist, dann ist er auch am Glas. Ne? Aber ich bin jetzt nicht. Was? Das kann ich nicht glauben. Nicht unsere Eike. Ja, doch, ich kriege das ja zum Glück nicht so oft mit, aber durch die sozialen Medien werden selbst Geheimnisse ein halbes Jahr später enthüllt. Apropos Geheimnisse und so weiter, wie sieht es in der Familie Hinrichsen aus? Jetzt macht der eine die Handballtrainerkarriere, der andere musikalische Karriere. Habt ihr früher eigentlich auch zusammen musiziert? Ja, also ja. Matze, so, das wird nochmal auf einer Meisterschaftsfeier Revival machen. Matze kann tatsächlich auch ein bisschen spielen. Nein, wir fingen wirklich mal an, da habe ich mal Bassgitarre gespielt. Eigentlich mit viel mehr Talent gesegnet als mein Bruder, aber ich musste mich ja dem Handball widmen dann. Man muss auch mal Opfer bringen, klar. Ja, auf jeden Fall. Aber für die Meisterfeier dann in Realität wäre das doch was, oder? Kompliment? Mach keinen Scheiß. Also die Bassgitarre ja, aber... Kompliment? Ja, also das wäre ein Wunsch von allen, das Kompliment spielen würde, aber ich wäre auch für alle gut, wenn ich da nicht mitmachen würde. Wie Kompliment ohne Matze klingt, das können wir uns jetzt mal schnell anschauen. Wir haben eine kleine Home-Session von der Band bekommen. Welches Lied hören wir uns jetzt an, Jörn? Das ist der Vereinssong, nur ein bisschen umgedichtet für den heutigen Anlass. Oha, also ein Special Corona Unplugged HSG Eiderhade Song ist das. Special Corona Unplugged. Muss das jetzt noch aufmachen, oder? Nee. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei Tage wach oder einfach im Koma. Und ich denk mir so ne Scheiße, ich bin splitternackt und pleite. Da
eskaliert. Meine Kumpels hatten Spaß, ich bin komplett dekoriert. Und ich schaue in den Spiegel, was ist eigentlich passiert? Denn überm Arsch hab ich ein Arschgeweih tätowiert. Besoffen Autofahren ist doch okay, wenn man sich anschnallt. Dachte ich, doch jetzt brauch ich, glaub ich, einen Newton-Anwalt. Meine Nase ist gebrochen, Mann, wie schmerzhaft das ist. Ja, der Türsteher war anscheinend stärker als ich. Und die Olle neben mir, die sieht aus wie Thomas Gottschalk. Wie hab ich mir die denn schön gesoffen, Mann, ich Gottball. Mann, ich trink nie wieder, eine Zeit lang. Naja, okay, auf jeden Fall bis nächsten Freitag. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei Tage wach. Oder einfach im Koma. Und ich denk mir, ich bin splitternackt und sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Wir sind wieder live. Das war natürlich nicht der Corona-Special-Song, wie wir relativ schnell gemerkt haben. Das ist der Song, der uns vorgelegen hat. Aber ich würde sagen, dann müssen wir den morgen auf der Eiderharte Facebook-Seite nochmal hochladen. Oder ihr spielt den live. Hört ihr mich noch? Hallo, hallo? Ja. Hallo? Ja. Wir sind noch da, ja. Welchen Song haben wir da gerade gehört? Nicht den richtigen. Nicht den richtigen. Sondern Aber ich glaube, der Song, das war von Freitag auf Montag, ne? Das passt ja eigentlich auch ganz gut zur Truppe. Hätten wir zwischendurch kein Spiel, dann würde das, glaube ich, dieses Wochenende so aussehen, ne? Ja, irgendwas ist halt immer. Ich danke euch auf jeden Fall und Glückwunsch nochmal, Matze, vor allem an dich jetzt auch als Trainer der Meistermannschaft. Ja, cool, danke. Mach weiter so. Schöne Grüße an alle. Auch an Schmali und seine Mädels für den Aufstieg nochmal Glückwunsch. Und wir sehen uns hoffentlich bald alle mal wieder. Es nervt. Ja, kommen wir auch noch gleich hin zu den Mädels. Jörn, danke an dich für den kleinen Einblick. Wir hören natürlich nachher nochmal euch komplett. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz voraus, denn es geht ja immer weiter, immer weiter. Wenn dann irgendwann wieder Handball gespielt wird, muss Matze in Sachen dritter Liga auch ein paar neue Spieler integrieren. Und die Neuzugänge, die haben auch schon Grüße gesendet. Das sind sie. HSG Eiderhade. Ich bin Philipp und komme vom TSV Hürup. Ja, ich bin Finn und komme von der SG Wüffner Münster. Wir gratulieren euch recht herzlich zum Sieg der Oberliga und zum Aufstieg natürlich. Ja, wir wären gerne persönlich zur Aufstiegsfeier gekommen, aber das wurde ja natürlich ein bisschen gekippt jetzt. Deswegen machen wir das jetzt so, ne? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall riesig nächstes Jahr mit diesem geilen Team zusammenzuspielen und euch Fans in der Halle erleben zu dürfen. Und darauf stoßen wir jetzt einmal mit euch an, egal wo ihr gerade seid, und wünschen euch allen noch ganz viel Spaß. Prost, Prost auf euch, wir freuen uns. Moin HSG-Fans, ich bin Kevin Hamann, 19 Jahre alt und mache gerade mein Abitur. In den letzten beiden Jahren habe ich in der A-Jugend von Tavanov gespielt und freue mich jetzt riesig, das Abenteuer dritte Liga mit euch hoffentlich angehen zu dürfen. Am allermeisten freue ich mich aber auf eure geile Unterstützung bei den Heim- und Auswärtsspielen. Hoffentlich sehen wir uns bald in der Halle. Bis dann, ciao. So, das also einige der neuen Spieler. Das ist ja alles auch schon durch die lokalen Medien gegangen. Einen haben wir noch nicht gesehen in den Clips. Das ist Sören Hartwig und den skypen wir jetzt direkt an. Da sehe ich ihn schon. Hallo Sören. Muss ich sprechen. Ich war gemutet. Sören, kannst du mich jetzt hören? That's live. Jetzt. Sören, fantastisch. Verbindung steht. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Alles besser. Jetzt durch ein bisschen Handball und ein bisschen alles fahren. Aber Ich habe
ich habe heute oder gestern erst den Zeitungsartikel über dich gelesen, über deinen Wechsel, zu dem ich dir erstmal gratulieren will. Aber vorerst muss ich dir ja auch zur Meisterschaft gratulieren, allerdings in einer anderen Liga. Du bist schon wieder deutscher Meister in der A-Jugend geworden mit Flensburg-Handewitt. Ja, das stimmt, ja. Doppelmeisterschaft, wie fühlt sich das an? Ja, eigentlich gibt es ja gar keine bessere A-Jugendzeit, ne? Zweimal die Meisterschaft zu holen, geht ja eigentlich kaum besser. Wobei ich befürchte, dass die Feier letztes Jahr ein bisschen ausgelassener bei euch abgelaufen ist dieses Jahr. Wie bitte? Ich befürchte, dass letztes Jahr die Feier intensiver war als diesmal. Ja, klar. Letztes Jahr waren wir auch darauf eingestellt, aber jetzt dieses Jahr ist es so ein bisschen plötzlich gekommen. Aber nimmt man natürlich auch mit. Wo bist du gerade? Ja, ich bin zu Hause hier, sitze mit meinen Eltern und meiner Schwester hier im Wohnzimmer und gucke den Stream. Grüße an alle. Das habe ich doch erst heute gelesen. Das ist doch um die Ecke bei Hohn, oder? Ja, genau, Tedenhusen. Das ist ja eigentlich quasi ein Dorf nebenan. Eigentlich die Straße hoch. Ja, genau. A-Jugend für dich vorbei. Jetzt geht es Richtung Herrenbereich. Warum HSG? Das ist halt, sind viele Sachen, die dazu geführt haben. So, ne? Also ich fange mal an mit der Mannschaft. Ich kannte viele Jungs schon vorher. Ich finde die Truppe total toll. Das sind super Jungs. Die können handballerisch richtig viel und ja, ich glaube, das macht richtig Spaß mit denen. Zudem kommt das auch mit dem Trainerteam. Heine kenne ich ja auch schon jetzt, seitdem ich klein bin. Finde ich das Trainerteam auch wirklich gut. Und dann natürlich die Halle ist immer voll. Ja, allgemein die Zuschauer. Es ist hat halt viel dazu geführt, ne? So. Wie viele Spiele konntest du überhaupt verfolgen? Das war ja ein sehr turbulentes Jahr für dich in der Bundesliga und natürlich auch bei der ersten Mannschaft. Ja, also ich habe tatsächlich versucht, jedes Spiel hier in Hohn, jedes Heimspiel mitzuverfolgen. Hat natürlich nicht immer geklappt, meistens auch mit dem Junior-Team parallel gespielt oder mit der A-Jugend unterwegs gewesen, aber ich habe schon ein paar Spiele schon mitkriegen können. Wann gab es denn dann so den ersten Kontakt? Ja, da muss man sagen, das ist schon ein bisschen länger so. Also der Kontakt besteht schon länger. Und das hat sich jetzt ja über die Zeit viel nachgedacht, viel dazugekommen, aber jetzt habe ich mich so entschieden und ich freue mich auf die Zeit. Ja, wann auch immer die auf jeden Fall losgeht. Letzte Frage, wie hältst du dich fit? Hast du einen Trainingsplan? Also noch kriegen wir noch Trainingspläne aus Flensburg. Haben da dann so Stabi-Pläne mit Übungen mit einem eigenen Körpergewicht. Haben verschiedene Laufeinheiten mit verschiedenen Intervallen und haben wir da halt eben so einen Trainingsplan, so einen Wochen- oder Monatsplan und damit halten wir uns dann eben fit. Dann pass auf dich auf und bleib gesund. Jo, danke, ihr auch. Jo, danke. Dich der HSG zu sehen. Vielen Dank, ich freue mich. Sören Hartwig, live quasi aus der Nähe von Hohn. Nur einmal die Straße hoch um die Ecke. Jetzt gibt's mit catchy Musik. Egal. Auf geht's. Danke, Sören.
Herzlich willkommen hier in Hohn. Unser Team ist heiß, alle warten schon. Hier hält man fest zusammen. Wir haben die geilsten Fans, den besten 8. Mann. Unsere Gäste, die haben es hier schwer, denn die Punkte, die geben wir nicht her. Wer wird hier heute siegen? Weil wir diesen Sport so lieben. So wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Ob Hamdorf, Elsdorf, Freiholz oder Hohn, das Handballfieber geht um in der ganzen Region. Egal ob groß, ob klein, hier kämpft jeder für jeden und für den Verein. Leidenschaft und Tempo, Spiel, schönster Handball, das ist unser Ziel. Wer wird hier heute siegen? Weil wir diesen Sport so lieben. So wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Wenn unsere Mannschaft auftritt und die Werner Kurt Halle weht, dann singen wir Ole, Ole. Für uns gibt's nur die HSG. Auch nach einer Niederlage stehen wir ganz ohne Frage hinter unserer HSG Eiderhade. Wer wird hier heute siegen? Weil wir diesen Sport so lieben. So wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Wer wird hier heute siegen? Weil wir diesen Sport so lieben. So wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Da ist es also nochmal Kompliment mit Hier regiert ein Dorfverein. Wenn ihr die CD, wenn ihr überhaupt noch CD-Player zu Hause besitzt, ich weiß es ja nicht, aber ich denke schon. Und dann könnt ihr das Ding ja auch mit einer Bluetooth-Box irgendwie verbinden. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, jetzt nochmal sogar unterschrieben, ja, dann schreibt in die Kommentare, hier regiert ein Dorfverein. Und unter allen verlosen wir am Ende 10 Stück. Die gehen raus. 10 Leute machen wir heute nochmal doppelt glücklich. Ihr seid sowieso alle glücklich aufgrund der Meisterfeier. Aber 10 CDs habe ich hier alle vorliegen. Hauen wir heute noch raus. Apropos glücklich. Es gibt glückliche Glückwünsche vom Förderverein. Auf geht's. Erste Vorsitzende TSV Breiholz. Herzliche Glückwünsche an die beiden Meistermannschaften. Erste Frauen- und erste Männermannschaft HSG Eiderhade. Aufstieg in die SH-Liga sowie Aufstieg in die 3. Liga. Wir freuen uns mit euch auf geile Spiele. Habt heute eine tolle Feier und wir sagen Prost! Ja, moin moin. Ich bin Dennis Katzmann, erster Vorsitzender vom Stammverein vom TSV Möwe Hamdorf. Und ich möchte euch, der ersten Herren und auch der ersten Frauen, ganz, ganz herzlich zur Meisterschaft gratulieren und feiert im gegebenen Anlass und Rahmen. Viel, viel Spaß! Ja, hallo liebe Handballerinnen und Handballer der HSG Eiderhade. Der Stammverein Eintracht Hohn gratuliert recht herzlich zur doppelten Meisterschaft. Gibt ein etwas ungewöhnliches Ende der Saison, aber ich bin mir sicher, wenn wir das normal zu Ende gespielt haben, dass ihr auch verdient nachher ganz oben gestanden hättet. Wir hätten gerne zusammen gefeiert, das holen wir gerne nach. Bis dahin, bleibt zu Hause, bleibt gesund und erstmal Prost, euer Gosi. Hallo Jungs, ich als euer Fan und Vorsitzender des Elsdorfer Sportvereins gratuliere euch ganz herzlich zur errungenen Meisterschaft. Wir sind stolz auf euch, euer Trainerteam und die Fans. Und wir freuen uns auf die nächste Saison mit euch. Und heute wollen wir feiern. Prost! Hallo Leute, sauber, Meister, Oberliga, tolle Sache. Wir vom Förderverein freuen uns riesig und
ja, schade, dass wir keine große Feier veranstalten können, aber wir möchten unsere Glückwünsche ausrichten. Ja, Jungs, tolle Spiele, tolle Saison, riesen Euphorie in der Halle bei den Spielen. Da habt ihr dazu beigetragen. Verdienter Erfolg ist die Meisterschaft und ja, feiert das ordentlich, soweit es geht. Bleibt gesund und ja, haut rein. Wir unterstützen euch auch in der 3. Liga. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt haben wir so viel über die Oberligameisterschaft der HSG Eiderhade gesprochen, aber wie es so oft ja im Leben ist, was die Männer schaffen, das können die Frauen schon lange. Die Frauen haben logischerweise auch die Meisterschaft gewonnen und steigen auf in die SH-Liga. Auch da wollen wir logischerweise drüber sprechen und Femke ist mir jetzt aus dem Frauenteam zugeschaltet. Hallo Femke. Ist mir jetzt aus dem Frauenteam zugeschaltet. Hallo Femke, kannst du mich sehen, kannst du mich hören? Ja, alles gut. Hallo. Großartig. Wo treffen wir dich an? Auch zu Hause? Ja, zu Hause. Wie habt ihr schon virtuelle Videokonferenzen, wie man das heutzutage ja macht? Nein, ja noch gar nicht. Wir haben von unserem Trainer Aufgaben bekommen und die arbeiten wir fleißig ab und ja, das läuft alles. Wunderbar. Ganz kurz, um es zu sagen, ihr habt euch den Meistertitel gesichert, ihr steigt in die SH-Liga auf. Habt ihr das schon realisiert? Ja, das haben wir schon realisiert. Ja, es war auch vor der Saison unser Ziel und wir sind ganz doll froh und freuen uns ganz, ganz doll, dass wir dieses Ziel auch erreicht haben und ja. Auf eurer Webseite steht, durch eine tolle, super Leistung, steht diese Mannschaft völlig zu Recht an erster Stelle. Erzähl uns ganz kurz, wie ist die Saison bei euch verlaufen? Ja, da wir mit Erfahrung aus der SH-Liga ja letzte Saison abgestiegen sind, sind wir mit hohen Erwartungen, eigentlich unser Ziel war, unter den ersten 3 zu kommen, sind wir in die Saison gestartet und ja, dann sind wir in der Hinrunde ja einfach so durchmarschiert, zu 0 die Hinrunde gewonnen. Ja, und dann lief das so seinen Lauf. Ja. Sehr souverän, hat nie gehabt, oder? Das habe ich nicht verstanden. Wie bitte? Ich sage, souverän heißt ja, ihr habt eigentlich nie Zweifel gehabt, oder? Verbindung. Hörst du mich? Hallo, hallo, that's live? Ja, jetzt verstehe ich das, ja. Ja. Souverän sagst du, das heißt, ihr habt nie Zweifel am Aufstieg. Nee, wir haben ja in der Rückrunde 2 Spiele verloren. Ja, unglücklich vielleicht auch, aber da waren wir einfach, hatten einen schlechten Tag und ja, das sollte nicht so sein. Umgekehrt, schönstes Highlight der Saison. Ja, unsere Highlights waren eigentlich das Derby in Westerrönfeld, was wir eigentlich auch nachher 24:36 gewonnen haben. Das war einfach cool. Auch Derbys sind immer heiß begehrt und dass wir das nachher doch deutlich so gewonnen haben, haben wir nicht mit gerechnet. Und auch das Rückspiel gegen Fockbeck, das war für uns auch ein großes Highlight. Dazu erwähnt es auch, dass Jule, unsere Torhüterin, das erste Tor gemacht hat. Das war einfach, sie haben alles versucht gegen uns, sie haben die Abwehr umgestellt auf alle möglichen Varianten und ja, wir haben einfach sehr gut dagegen gehalten und haben am Ende auch deutlich gewonnen. Eure Torhüterin macht das erste Tor? Ja. Ist sie sonst auch als Torjägerin bekannt? Nee, gar nicht. Das war, Fockbeck hat mit dem 7. Feldspieler agiert und dann war Empty Goal und dann Jule hat den Ball gehabt, hat draufgeworfen und es war ein Tor. Ja. Wie würdest du deine anderen Teamkameradinnen beschreiben? Euer Teamgeist? Oh ja, also der ist sehr gut. Also ganz starker Zusammenhalt, egal ob auf der Bank oder auf dem Feld beim Training. Also es ist immer Spaß dabei, wir lachen ganz, ganz viel und ja, ich glaube, ohne den starken Teamgeist, ohne den guten Zusammenhalt wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also das ist eigentlich, ja, das macht immer Spaß mit der Mannschaft. Kurzes Wort über Thies. Thies, immer gute Laune, mit ganz viel Ehrgeiz, hat immer seine Taktiktafel an Mann, erklärt jede Übung an der Taktiktafel. Ja, also macht Spaß. Wir wissen ja alle nicht, wie es wann weitergeht, aber wie bereitet ihr euch jetzt
vom Kopf her schon die SH-Liga wieder vor, auf eure Rückkehr? Ja, also wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe, in der kriegen wir wöchentlich Aufgaben, die sollen wir absolvieren, geben Tis dann kleine Rückmeldung und ja, so ist eigentlich unsere Vorbereitung jetzt erstmal. Wollen natürlich unsere Meisterschaft irgendwann hoffentlich nochmal ordentlich feiern können. Ja, so ist bis jetzt der jetzige Stand. Wollte ich gerade sagen, das muss ja auch geplant werden. Genau. So, eigentlich wollten wir jetzt Saisonabschluss nach Malle fliegen, aber das steht ja auch erstmal in den Sternen und ja. Wie ist denn so das Potenzial in der Mannschaft, was das Glas angeht? Sehr gut. Das Ja? ist groß. Ja, das ist eigentlich das Schlusswort, das Richtige. Ich danke dir für den kleinen Einblick. Ich drücke euch sehr die Daumen, dass ihr auch noch die Feier dann analog nachholen. Ja, und die ersten Männer möchten wir natürlich auch noch herzlichen Glückwunsch sagen. Und ja, wir freuen uns ganz doll. Zu Recht. Klasse Vereinsleistung insgesamt. Also erste Herren, erste Damen. Wahnsinn, was hier so passiert. Deswegen gibt es gleich auch noch VIP-Grüße, habe ich zum Anfang der Sendung versprochen. Könnt ihr euch gleich drauf freuen. Jetzt erstmal danke an Femke. Und jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik zum Tanzen. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going
Ich sortiere hier schon mal, denn irgendwann wird es ja auch analog noch eine Meisterfeier geben, da bin ich mir relativ sicher. Das sind sie hier, ich habe sie eben schon mal ins Bild gehalten, die Meistermedaillen. Und bei so einer fantastischen Geschichte, was wir hier heute alles feiern, ich habe es vorhin schon angekündigt, gibt es natürlich Glückwünsche von nah und fern. Und die spielen wir jetzt ein. Tim von Liquido, ich habe von eurem tollen Erfolg gehört. HSG, Eiderhade, ab nach vorne und so weiter und so fort. Gratulation und feiert schön. Viele Grüße aus dem Süden in den hohen Norden. Macht's gut und weiter so. Ciao. Ja, moin aus Kiel. Pidi Pedersen und ich möchte euch ganz herzlich zum Aufstieg gratulieren. Ihr habt sehr gute Oberligasaison gespielt und wir als THW Kiel wünschen euch für die nächste Saison in der 3. Liga viel Erfolg. Holt da viele Punkte, mit Ausnahme gegen den TSV Altenholz. Danke, tschüss, Pidi. Ja moin, liebe HSG Eiderhade. Herzlichen Glückwunsch zum Titel. Habt ihr gut gemacht, hörte ich. Und ich wünsche euch einen schönen Abend heute. Ist natürlich schade, dass ihr das Ganze nur digital machen könnt, aber könnt ihr euch so ein bisschen als Liverpool oder THW Kiel der Oberliga führen. Ne? Euer Alexander Bommes. Alles Gute für euch. Bis bald. Tschüss. Für besondere sportliche Leistungen. Moin Moin in den Norden. Servus, hier ist Dominik Klein. Beim THW Kiel haben wir diese Plaketten des Landessportverbandes Schleswig-Holstein immer bekommen. Ich hoffe, die steht euch auch zu. Wer Oberligameister wird, hat das absolut verdient. Ich möchte euch einfach nur viel Spaß beim Feiern wünschen. Haut rein, so wie wir Handballer das immer können. Und den ein oder anderen Song würde ich gerne von euch nochmal hören. Wie auf dem Rathausplatz quasi. Also, bis dann, ciao. Hey Jungs, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die 3. Liga. Ich ziehe den Hut vor eurer Leistung diese Saison, echt grandios. Wenn man mal bedenkt, was wir für eine schwere Phase vor 4 bis 5 Jahren hatten und ja, wie ihr jetzt da rausgekommen seid und wirklich diesen Aufstieg klar gemacht habt in die 3. Liga, echt Hut ab. Matze, besonders für dich freut mich das, was du die letzten Jahre für die HSG Eiderhade geleistet hast, ist echt enorm. Und ja, du bist der Vater des Erfolges und hast die Jungs so geil eingestellt und ja, deine Leidenschaft für den Handball denen mitgegeben. Und ja, das freut mich sehr für dich, dass du jetzt diesen Erfolg mit den Jungs feiern kannst und das Abenteuer 3. Liga angehen kannst. Ich werde euch allen eine Flasche Korn vor die Tür stellen, damit ihr euch auch richtig geil belohnen könnt. Käthe, dir werde ich 2 zur Sicherheit vor die Tür stellen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr ab morgen dann wirklich trainiert, weil ist ja klar, ihr müsst die Klasse halten und nicht absteigen. Und ja, deswegen gebt bitte Vollgas. Ich glaube an euch. Euer Capitano AD. So, also fantastisch. Wir haben alles abgearbeitet von dieser fantastischen Show, von dieser fantastischen Feier. Aber das ist ja nur quasi die Einleitung zu eurem heutigen Abend. Egal wo ihr seid, hoffe ich, dass ihr alle anstoßt. Ich bin auch gleich zum Schluss noch dabei, aber was ich hier noch ganz wichtig natürlich drauf stehen habe, ist diese Verlosung dieser CDs. Ihr habt alle, also ich bin überwältigt der ganzen Kommentare. Hier regiert ein Dorfverein geschrieben und ich habe gerade bekommen über WhatsApp von der Eiderhade-Jury sozusagen, die Kommission, über die ich gleich noch etwas sagen will, die Namen bekommen derjenigen, die also einen CD-Player zu Hause hoffentlich haben und die fantastische CD von Kompliment gewonnen haben. Es sind Christoph Fomaka, es ist Memel79, Johnny Schatz, du gewinnst auch, Andrea Jürgens, Jan Bornhöft, Jannis Derner, Matthias Strauch, Magnus Holm, Gunnar Petersen, Fabian Gugelmann und Vivian Dittmann. Das sind die Gewinner dieser CDs. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Ihr bekommt die natürlich von Eiderhade alle zugesendet. Ansonsten möchte ich sagen euch vielen Dank fürs Einschalten, für das Liken, das Teilen könnt ihr natürlich auch noch weitermachen. Ich hoffe, es ist erst der Auftakt zu einem fantastischen Abend. Das hat sich die HSG Eiderhade, die ganzen Stammvereine, die Fans, die Freunde und natürlich ihr als Teams, Frauen und Männer,
logischerweise verdient. Vielen Dank an alle Beteiligte, vielen Dank an die uns zugeschaltet sind, vielen Dank an die HSG Eiderhade, vielen Dank an Andreas Fröhlich, der das federführend alles übernommen hat, aber auch an die gesamte Organisation, an alle Beteiligte, die auf zahlreichen Skype-Konferenzen in den letzten Tagen mit uns das Programm so ein bisschen geplant haben. Danke an DJ Todde und DJ Katschi und dass wir hier sein dürfen. Danke an das Team von Sprungwurf TV im Hintergrund zum Aufbauen, zum Abbauen, natürlich rund um Michel von Sprungwurf TV. Vielen Dank an euch. Bis bald. Wir stoßen jetzt an. Ich erhebe das Glas auf die HSG Eiderhade. Kommt gut durch den Abend und durch die Nacht. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt gibt es zum Ausklang des Abends noch das Video der HSG Eiderhade. Hier regiert ein Dorfverein, wenn das kein gutes Motto ist für den Abend. Macht's gut, euer Vom. Ciao. Herzlich willkommen hier in Hohn. Unser Team ist heiß, alle warten schon. Hier hält man fest zusammen. Wir haben die geilsten Fans, den besten 8. Mann. Unsere Gäste, die haben es hier schwer, denn die Punkte, die geben wir nicht her. Wer wird hier heute siegen? Weil wir diesen Sport so lieben. So wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Ob Hamdorf, Elsdorf, Freiholz oder Hohn, das Handballfieber geht um in der ganzen Region. Egal ob groß, ob klein, hier kämpft jeder für jeden und für den Verein. Leidenschaft und Tempo, Spiel, schönster Handball, das ist unser Ziel. Wer wird hier heute siegen? Weil wir diesen Sport so lieben. So wunderschön kann Handball sein. Hier regiert ein Dorfverein. Wenn unsere Mannschaft auftritt und die Werner Kurt Halle weht, dann singen